shall we continue with the next verse then? Setzen wir fort. Ja. Der Vers. That's the last one for today. Der letzte Vers für heute. And it goes as follows. He who neither likes nor dislikes the objects seen by him, Wer die Gegenstände, die er sieht, weder mag noch nicht mag, and who acts in the world like one asleep, und wie ein Schlafender in der Welt handelt, is said to be a liberated person. gilt als befreite Person. So we covered some of this being desireless in the previous verse. So, wir haben das mit dem Wunschlosen in den früheren Versen gehabt. And when with this vantage point, it then seems we become like one asleep, it says here. Und da gibt es das, wo er sagt, wir werden wie ein Schlafender. However, there's one thing I can promise you. I've met several Advaita teachers and several Zen teachers. Also die Lehre, die ich getroffen habe, kann ich euch garantieren. They are far from being asleep. Also die waren weit, weit davon entfernt zu schlafen. And they are far from being indifferent. Und weit davon entfernt, gleichgültig zu sein. They're actually widely awake. Die sind tatsächlich sehr, sehr wach. Not tired. I find many of these teachers, they seem to be never tired. Und überhaupt nicht müde. They're fully alert, Die sind more creative, voll wachsam, viel kreativer and more spontaneous. und spontaner. And that is exactly what we discussed before. You know, we don't have this veil. Und so wie wir besprochen haben, es ist diese Verhüllung nicht da. So we are much more directly in contact with all people surrounding us. So ist man viel mehr mit dem in Kontakt, was herum ist. To give an example, Ein Beispiel. I went last Sunday to the Vienna Bodhidharma Zendo. Letzten Sonntag war ich im Bodhidharma Sendo. Dennis was also there. Dennis war ja auch dort. And we just had the visit of a Roshi called Shodo Harada Roshi. That's like a guru, but in Zen terms. Ein Lehrer in der Zen-Tradition war hier, und zwar Shodo Harada Roshi. And he gave first a presentation, a lecture, and then he made some calligraphy in front of us. Und zuerst hielt er eine Präsentation und dann hat er vor uns eine Kalligraphie angefertigt. And I can assure you, this man was sparkling with energy. Und ich kann euch sagen, dieser Mensch funkelte voll Energie. Not at all asleep. Überhaupt nicht schlafend. He was only in Vienna for how many hours? 4 hours. He Ja, came from Budapest, I think, and the next day he was going to start a new retreat in Zurich. er war nur einige Stunden in Wien. Er kam von Budapest und ist dann weiter nach Zürich. And he was there, Und er awake. war so was von da und wach. And it was a pleasure to watch him. Und es war wirklich eine Freude, ihn zu beobachten. One of the calligraphy he made was a little koan in Zen tradition called "Watch Your Step." Und eine Kalligraphie, die er gemacht hat, ist ein Koan in der Zen-Tradition. Das heißt, achte auf deine Schritte. Yeah, Schritte, yeah. Watch your step, which means be alert. Was gemeint ist, sei wach. Don't be half alive. Sei nicht nur halb lebendig, Don't be half asleep. auch nicht halb schlafend. And you know, if you know a little bit about Zen, that this is what it's all about, is to be awake. Und wenn du wenig über Zen weißt, dann weißt du ja, um das geht's, wach zu sein.
There is another koan in the Zen tradition. Und es I'm gibt going to read it to you. noch einen Koan, den ich jetzt lese aus der Zen-Tradition. A student said to Master Ichu, Ein Schüler sagte zu Meister Ichu, please write for me in calligraphy for something of great wisdom. bitte schreib mir etwas in Kalligraphie von großer Weisheit. Master Ichu picked up his brush and wrote one word, attention. Meister Ichu griff nach seinem Pinsel und schrieb ein Wort, Achtung. The student said, is that all? Der Student sagte, ist das alles? The master wrote again a second character. Der Meister schrieb es ein zweites Mal. And now it says, attention, attention. Also, Achtung, Achtung. The student became irritable. Der Student wurde gereizt. That doesn't seem profound or subtle to me. Das scheint mir nicht tiefgreifend oder subtil zu sein. In response, Master Ichu wrote simply, attention, attention, attention. Als Antwort schrieb Meister Ichu einfach Achtung, Achtung, Achtung. In frustration, the student demanded, what does this word attention mean anyway? Der Student fragte frustriert, was bedeutet dieses Wort Achtung? Master Ichu replied, attention means attention. Und Meister Ichu antwortete, Achtung bedeutet Achtung. So you can ask yourself, what does that mean? Well, this is a koan you would normally meditate about for a couple of days, but we can just go straight into it, right? Also ihr könnt jetzt darüber nachdenken, denn das ist ein Koan, über den man einige Tage meditieren könnte, aber wir gehen gleich hinein. What should you pay attention to? So, auf was solltest du achten? The activities that you're undertaking, Die Aktivitäten, die du unternimmst. like you're preparing a meal, pay attention to what you're doing. Zum Beispiel, wenn du ein Essen zubereitest Or you're walking in the street, pay attention. oder wenn du durch die Straßen gehst, achtsam zu sein. But these are still objects. Attention to this object, to that object. And you can maintain this for a while, but it's not so easy. Und das sind jedoch Objekte und du kannst diesen Objekt und jenen Beachtung geben, aber es ist nicht so leicht. Maybe you can pay attention to your breath. Vielleicht den Atem, die Beachtung zu geben. It's the same thing. How long can you pay attention to your breath, really? Das Gleiche, wie lange kannst du das beibehalten, dich auf den Atem zu achten? Breath is still an object. Der Atem ist ein Objekt. Or did Master Ichu speak about paying attention to this aware space? Oder hat der Meister Icho gemeint, die Achtung für diesen bewussten Raum? As we discussed, this aware space is already there. Dieser bewusste Raum, wie wir gesprochen haben, ist bereits da. And it's your natural state. Und es ist ein natürlicher Zustand. And you're right, then we don't have to make any effort because you're already it. Und man muss sich nicht darum bemühen, denn das ist es, was du bereits bist, was bereits ist. The only thing we have to do is to drop the veil of thinking that you are something else. Das Einzige, was weg muss, ist dieser Schleier, der denkt, dass du irgendwas anderes bist. And then you can be attention, 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 without any effort. Und dann bist du Achtung, 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 ohne jede Bemühung. And as long as you don't present this to
to your Zen master, he will hit you with a stick. Und solange du das deinem Zen-Meister nicht präsentieren kannst, wird er dich mit diesem Stock schlagen. In fact, to summarize, those who are not living in the now are those that are half asleep. Um es zusammenzufassen, die nicht im Hier und Jetzt leben, sind also halb schlafend. Because of their veil of daydreams and past and future and desires and la la la. Weil das sind die träumerischen Zustände an Vergangenheit und Zukunft und so weiter. Tagträume. And as I said, those living in the present, in the now, but really now, with attention to the awareness, are wide awake. Denn diejenigen, die in der Gegenwart sind, im Jetzt, mit Achtung auf das Bewusstsein, sind hellwach. So this seems to contradicting our verse a little bit, right? So, das scheint also dem Vers zu widersprechen. Let me repeat the verse. Ich wiederhole den Vers. He who neither likes nor dislikes the objects seen by him and who acts in the world like one asleep is said to be a liberated person. Wer die Gegenstände, die er sieht, weder mag noch nicht mag und wie ein Schlafender in der Welt handelt, gilt als befreite Person. How can we reconcile? This Wie is können wir yeah. das, so widerspricht sich das? It means when you are fully awake to the presence of awareness, to the presence now, Das bedeutet, wenn wir ganz bewusst in der Gegenwart sind, we, however, become less entangled in the daydreams, dann sind wir weniger in den Tagträumen verfangen, less entangled in the past and the future. weniger in der Vergangenheit und Zukunft verfangen. We become less concerned about worldly attachments which are illusory. Wir werden weniger besorgt sein über die weltlichen Ereignisse, die illusorisch sind. Even though they will still appear to us, those illusory dreams, Auch wenn sie uns noch erscheinen, diese traumhaften Ereignisse, but they will become more dreamlike. aber sie werden wie ein Traum erscheinen. Yet we, awareness, is more awake. Denn das Bewusstsein ist wacher. So that is my presentation of this verse. Das ist meine Erklärung für diesen Vers. Let us sit one more minute in silence and then I will open again for questions. Lasst uns noch ein paar Minuten in Stille sitzen und dann gibt es noch Möglichkeit für Fragen und Antworten. Yes, sir. The question is, I have this daydreams and things, always thinking in what's going to happen in future, and always thinking in the past events, and even the things in present. I'm thinking in them like in future and past. Even in the present, I can't see it as a present. It's only future and past. What will happen if I do this? So this is the future, and I can't do this because I have done something before it, so it's past. So I'm a little bit imprisoned in somewhere between both of them. Can't do something because of the past. I'm afraid of doing something because of the future, and this is even in the present. And away from this little prison, it's a greater prison, which is you are thinking always, okay, what will happen in the far future? What will happen if I didn't get this? What will happen if I got this? And in the past, what will be the effect of this and this and this on my not current life, on future life? And actually, while I was meditating now, I was thinking
and just regulating my thoughts, and all of them like screams, Like we have screams. screams. Yeah, like we have done that. We shouldn't have done this. Yeah. We should have done so. We will not do that if this won't happen. And Yeah. So how to get rid? don't feel strange about that. Oh, Ja, yeah, we didn't translate, but Ja. let's maybe go ahead. ja, es wird nicht rauskommen durch die Antwort, ja. So, besorg dich nicht über diese Gedanken, die in Vergangenheit und Zukunft alles heraufbeschwören, sag ich jetzt mal. Ja. Because 99.99999% of humanity Denn, is exactly functions exactly this way. denn 99,999% der Menschheit funktioniert der Verstand genauso, wie du sagst. And the good news is that you already are now. Und die gute Nachricht ist, du bist bereits jetzt. So when you have any dream from the past or any desire for the future, these happen in your presence, in your now. Auch wenn du von der Vergangenheit Tagträume hast und Wünsche an die Zukunft, es passiert im Jetzt. And all these dreams take place in time and space from the past, and a time and space for the future. Und all diese Träume finden innerhalb der Zeit statt, also Zeit und Raum von Vergangenheit, Zeit und Raum von Zukunft. So let me give you an analogy that may be helpful. Ich habe hier eine Analogie, die kann hilfreich sein. You're sitting in, do you drive? Fährst du Auto? No? Bicycle? Yeah. Fahrrad. Okay. So you have a bicycle, you drive. So, du fährst mit dem Fahrrad. So one way to see it is that you sit on the bicycle and you drive. Und ein Weg, es zu sehen, ist so, du sitzt am Fahrrad und fährst. Yeah. But another way, if it's not too much of a uphill, but smooth road, is that you can see it the other way. Und ein anderer Weg, wir gehen davon aus, dass es jetzt nicht steil bergauf geht, sondern so gemütlich dahin. You are actually sitting still and the landscape goes through you. Und du sitzt still und die Landschaft zieht an dir vorbei. It may be more difficult on a bicycle than in a car. Am Fahrrad ist es schwieriger, als sich im Auto vorzustellen. Because in a bicycle you're pushing and Weil there's da wind. And bist du so but mit if dem you sit even Treten. as a passenger in the car, you can do the trick also. Und im Auto sogar als Fahrgast funktioniert das. Besser. Also funktioniert es besser. Yeah. So you see the landscape going through you. Und die Landschaft geht sozusagen durch dich durch. The future, it comes through you, and then it becomes the past. Und die Zukunft kommt auf dich zu, durch dich durch und wird dann zur Vergangenheit. If you observe life in this way, you're always now. Wenn du das Leben so beobachtest, ist immer jetzt. Whatever happens in your thoughts, desires for this, desires for that, fears for this, fears for that, they all come like you're sitting in the car and you see this tree coming, that mountain coming, a lake coming. It's all going to come in you, but you never move. Was immer in deinen Wünschen, Gedanken da kommt, es ist so wie der Baum, der vorbeizieht, das Wasser, der See und so weiter. Es ist immer du, immer jetzt. So, what we practice here together is to learn to undo the habits of thinking you're a man driving, you're this body-mind going in time. Also was wir hier machen, ist, das zu durchschauen, dass wir sind, der fährt, dieses Fahrzeug
der das lenkt. You're actually always now. Und du bist tatsächlich immer jetzt. You're already it. Du bist es bereits. That space in which these dreams come up, you're already it. Otherwise they wouldn't, where would they appear if they were not already there? Dieser Raum, in dem die Träume da kommen, du bist es bereits. Wo wäre das sonst? It would be like a movie without a screen, you know? Where would the movie go? So wäre so vergleichbar mit dem Film ohne der Leinwand. Wohin soll der Film dann? The only difficulty is to recognize that screen. Die Schwierigkeit ist, diesen Bildschirm oder Leinwand zu sehen. Because everybody has told you you're the hero in the movie, you're not the screen. Denn jeder hatte gesagt, du bist der Held im Film und nicht die Leinwand selbst. Maybe there's an element I didn't answer in your question. If so, you can. Yeah, because somehow I was thinking in, how to prevent or how to control, just these thoughts stop coming. Yeah. There's no need. Yeah. Okay. Also wie kann ich denn, manchmal habe ich das halt so, diese Gedanken, wie kann ich denn meine Gedanken kontrollieren? But there's the controller is the hero. Huh? Also Kontrolle wäre der Held, das, was ich als Held bezeichne. What you have to start recognizing is that it will continue. The movie will continue. Dieser Film wird sich fortsetzen. Many people, when they start meditation, believe I have to stop my thoughts. Manche Menschen, wenn sie zu meditieren beginnen, glauben, ich habe jetzt meine Gedanken zu stoppen. I'm only suggesting don't try that because you are not going to succeed. Ich empfehle, probier das nicht, weil da wirst du nicht erfolgreich sein. What the only thing that is needed is to recognize the space in which the thoughts play. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, was wir tun können, ist, sich auf den Raum zu konzentrieren, innerhalb dem Raum, wo die Gedanken spielen. And then these images will continue, but they have no longer such, how you say that, such a hypnotizing power over you. Und die Gedanken werden da weiter spielen, aber sie haben nicht mehr diese hypnotisierende Wirkung auf dich. So relax. Entspann. We don't ask you to stop your thoughts. Also es geht nicht darum, deine Gedanken zu stoppen, Attention, attention, attention to the screen. That's all. sondern Achtung, Achtung, Achtung auf den Bildschirm.